Hallo ihr Lieben, ich freue mich wieder hier zu sein, wieder kreativ zu werden und ein wenig von meiner Welt mit euch zu teilen. Die letzten Monate waren mal wieder ganz schön herausfordernd. Das Leben hört einfach nie auf, überraschend zu sein, sowohl auf gute als auch auf weniger gute Art und Weise. Es war und ist noch immer viel los in meiner Innenwelt, auch wenn es sich gerade so anfühlt, als würde sich der Sturm ein wenig legen. Allerdings hatte ich in den letzten Monaten immer wieder dieses Gefühl, nur um dann festzustellen, dass der Sturm wieder Fahrt aufnahm und noch größer wurde. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann fühlt es sich an, als hätte sich dieser Sturm über die letzten Jahre schon zusammengebraut. Und nun, wo mein Leben im Außen eigentlich so ist, wie ich es mir jahrelang gewünscht hatte, zeigt er sich in seinem ganzen Ausmaß und bringt plötzlich alles an die Oberfläche, was ich vorher nicht so richtig sehen konnte. Daher versuche ich momentan von Tag zu Tag zu leben, ohne groß Pläne zu machen oder weit nach vorne zu denken und nur das zu tun, was meinem Geist, meinem Körper gerade gut tut. Abgesehen natürlich von den Dingen, die eben getan werden müssen. In den letzten Jahren haben mein Mann und ich darauf hingearbeitet, ein möglichst freies Leben führen zu können. Frei nach unseren Vorstellungen. Vor über einem halben Jahr haben wir für uns ein gewisses Zwischenziel erreicht, was für uns bedeutete, bestimmte Strukturen und auferlegte Verpflichtungen hinter uns lassen zu können und zumindest für eine Weile ein eher ungebundenes Leben zu führen, es einfach auszuprobieren. Wir wollten und wollen für uns beide und jeder für sich ein Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten, herausfinden, wie diese Vorstellungen in der Realität umzusetzen sind, wer wir unter all den auferlegten Normen und gesellschaftlichen Konstrukten wirklich sind, was sich unter den vielen Mänteln und Masken, die wir uns über die Jahre so selbstverständlich übergestreift haben, als wären sie eine zweite Haut, tatsächlich befindet. Wir haben diesen Weg nicht gestartet aus Langeweile oder um einfach mal was anders zu machen. Jeder für sich in seinem, in Anführungszeichen, alten Leben und irgendwann dann gemeinsam haben wir begonnen, uns bestimmte Fragen zu stellen, weil wir nicht zufrieden waren mit der Situation, in der wir lebten. Aus Fragen, die zu Antworten wurden, entstanden Erkenntnisse. Aus Erkenntnissen Entscheidungen und Erfahrungen, durch die sich mit der Zeit unsere Weltsicht veränderte, in sehr, sehr vielen Bereichen. Dies führte eben dazu, dass unser Leben sich sowohl im Innern als auch im Äußeren veränderte, wobei ich sagen muss, dass gerade in den letzten paar Jahren, trotz der zum Teil intensiven inneren Arbeit und Heilung, der Fokus doch stark auf der Veränderung des Lebens im Außen lag. Und nun, wo ich ein gewisses Zwischenziel im Außen erreicht habe, scheint mein Inneres sich zu denken, na endlich, jetzt hat sie wieder Zeit und Raum für mich und zeigt sich nun vielleicht sogar mehr denn je von seiner verletzlichen Seite. Neben der Tatsache, dass für mich, für uns beide, jetzt ein neuer, ein völlig anderer, unbekannter Lebensabschnitt begonnen hat und wir uns beide, jeder für sich und auch gemeinsam darin erstmal zurechtfinden dürfen,
lernen dürfen, unseren Alltag neu zu gestalten, kommen wie in jedem anderen Leben auch unvorhergesehene Dinge hinzu, mit denen man umgehen darf. Ich denke zum Teil, dass es auch ganz normal ist, dass, wenn man alte Strukturen verlässt, raus aus einem bekannten, wenn auch nicht immer glücklichen Alltag geht, dass man damit auch eben die bekannte Komfortzone verlässt. Und das natürlich auch Ängste und Stress mit sich bringt. Es zeigen sich alte Themen, Verletzungen, Ängste, die scheinbar schon immer da waren, aber mir erst jetzt offensichtlich werden. Fragen, die vorher keinen Raum hatten, kommen zum Vorschein. Und in all dem Gedanken- und Gefühlswirrwarr stehen ja auch noch wir beide als Paar, die gemeinsam irgendwie damit umgehen müssen. Ist gerade einfach keine leichte Zeit, mal wieder. Aber so ist das Leben, richtig? Mal geht es rauf und runter, mal seitwärts, mal gefühlt nur noch bergab. Ich habe letztens zufällig ein Lied gehört, in dem die Zeilen "The darkest hour comes just before dawn" kamen, was so viel bedeutet wie die dunkelste Stunde kommt immer kurz vor Sonnenaufgang. Ein wirklich schönes und mutmachendes Bild, wie ich finde. Ach ja, und eine wichtige Sache, die ich noch vor wenigen Monaten jemand anderem vor Augen führen durfte und mich nun jetzt selbst daran erinnern darf. Nur weil man endlich an einem Punkt angekommen ist, etwas erreicht hat, was man sich schon lange gewünscht hatte, bedeutet es nicht, dass es nicht gleichzeitig auch herausfordernd sein kann. Der Weg, der Punkt, an dem man sich gerade befindet, darf sich richtig anfühlen und zugleich schwer sein. Ich finde, das ist eine Sache, die man leicht übersieht, beziehungsweise schnell als Indiz für sich nehmen kann, dass der Weg vielleicht doch nicht so richtig ist, wenn es sich nicht leicht und fröhlich anfühlt. Insbesondere wenn auf dem neuen Weg, auf den man so lange hingearbeitet hat, sich plötzlich alte Themen und tief vergrabene Ängste zeigen, die einem manchmal die Luft zum Atmen nehmen. Was mir in dieser Zeit tatsächlich hilft, ist das Wissen, dass in jedem Chaos, in jeder ungewissen Phase unseres Lebens gleichzeitig auch so viele ungeahnte Möglichkeiten stecken, so viel Wachstum und so viel Potenzial. Und das macht wiederum Hoffnung und schenkt neuen Mut. Das Beste, das ich momentan tun kann, ist jeden Tag Schritt für Schritt zu nehmen. Den Fokus wieder mehr auf die positiven Dinge zu verlagern und wieder mehr ins Vertrauen zu gehen. Falls du bis zum Schluss dabei geblieben bist, vielen Dank fürs Zuschauen und vor allem fürs Zuhören. Ich hoffe, dir geht es gut, wo auch immer du gerade stehst im Leben. Und falls auch du dich gerade etwas verloren fühlst, dann schau dir gerne dieses Video an, das ich bereits vor einiger Zeit aufgenommen hatte. Es hat mir selbst gut getan, da mal wieder reinzuhören. Alles Liebe und bis bald.